Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Pasta Pizza am Stiel. Die sind richtig geil und super schnell gemacht. Wir beginnen auch direkt und das erste, was wir machen, ist unsere Soße. Die Nudeln haben wir schon vorgekocht. Das könnt ihr theoretisch jetzt in der Zeit machen. Und für die Soße brauchen wir einmal eine Knoblauch, die wir pressen. So, die kommt einmal vollständig hier rein. Sowie ein Esslöffel Ketchup. Den habe ich auch schon vorbereitet. Wie ein Esslöffel Tomatenmark. Ein Teelöffel Olivenöl. Ein Schluck Wasser, den habe ich jetzt schon reingekippt. Und Gewürze. Da nehmen wir wie immer ein bisschen Salz. Nicht übertreiben, weil es ist nur ein bisschen Soße. Basilikum. Und Pfeffer. Und dann werden wir das Ganze einmal schön zusammenmischen. Oh, die Soße sollte jetzt ungefähr so aussehen. Man sollte sie gut verstreichen können. Ihr könnt es auch schon mal probieren, ob es von der Würzung alles passt. Bei mir ist es jetzt gerade perfekt. So, das können wir auf Seite stellen. Dann brauchen wir ein Backblech mit Backpapier. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir brauchen so Holzstäbchen. Ich habe solche hier, es gibt ja ganz unterschiedliche. Ich habe jetzt nur die gefunden. Und wir tun jetzt hier einmal die Nudeln, die wir schon vorgekocht haben, einfach drauf spießen, dass wir unten noch so ein bisschen Griff haben, und das machen wir jetzt einmal bis oben hin und bis das Backblech voll ist. Meine Lieben, so soll euer Blech jetzt aussehen. Als nächstes nehmt euch die Soße und einen Pinsel und jetzt bestreichen wir die Nudeln voll mit unserer Soße. So, wenn wir soweit sind und überall Tomatensauce drauf ist, fangen wir eigentlich mit dem Käse zuerst an. Und wir streuen jetzt überall ganz dick Käse drauf. Wirklich hier nicht sparsam sein. Eine dicke, schöne Schicht Käse überall. So, und ab jetzt könnt ihr den Backofen vorheizen auf 200 Grad. Und wir belegen nach Auswahl. Ich persönlich habe mich entschieden für Oliven. Die können wir jetzt hier ein bisschen verteilen. So ein bisschen drauf. Achtet bei den Oliven, dass ihr die mit Stein kauft. Die sind qualitativ und geschmacklich um einiges besser als die ohne. Gar nicht so viel. Wirklich überall nur so ein bisschen. Und zu den Oliven tut sich dann noch Sucuk. Habe ich hier. Eine türkische Wurst. Ihr könnt aber auch alles andere nehmen, wie gesagt. Die geben wir auch überall drauf. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Mais. Ich finde, das ist eine ganz geile Kombo. Und das geben wir auch wieder überall mit drauf. So sehen meine Sticks aus. Ich garniere sie jetzt noch ein bisschen mit Oregano. Aber hier wirklich nur ganz wenig. Und dann kommen die Prachtkerlchen hier für 10 Minuten in den Backofen. Schickt mir noch ein Foto auf Instagram, wie ihr eure Macaroni-Pizza gemacht habt am Stiel. Und wir sind einfach in 10 Minuten wieder. So, meine Lieben, die 10 Minuten sind um. So sehen unsere Stiele aus. Es duftet mega geil. Und wir können sie auch in die Hand nehmen. Gar kein Problem. Und jetzt ziehen wir uns hier einfach mal so ein Stück runter. Okay, ist richtig gut geworden. Schön käsig. Mega geil. Wir werden die jetzt verputzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr findet wie immer in der Videobeschreibung das Rezept. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und sonst guten Hunger. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.